Hi, heute habe ich euch eine wunderschöne neue Marke dabei, und zwar ist das die Marke Memoirs London, und wie man aus dem Namen schon raushören kann, kommt die Marke eben aus England. Ich habe euch 3 Düfte von dieser Marke mit dabei, die allesamt schon in eine unterschiedliche Richtung gehen. Insofern hoffe ich, dass auch für dich ein Duft dabei ist, der dir auf jeden Fall gefallen könnte. Die Marke wurde von Holly Hutchins gegründet, und die Vision der Marke ist es einfach, einzigartige, aber doch leicht zu tragende Düfte zu erstellen. Das heißt Düfte, die dich irgendwie schon sehr individuell erscheinen lassen, die aber sehr mühelos zu tragen sind. Und ja, ich würde mal sagen, mit Hinblick auf die Düfte, die uns erwarten, sind das auf jeden Fall Düfte, die wirklich unkompliziert zu tragen sind, die aber wirklich alle von der Haltbarkeit und von der Silage wirklich schön sind. Insofern lasst uns mal zum ersten Duft starten. Und bevor wir zusammen an dem Duft riechen, hier mal ganz kurz was zum Flakon-Design zu der Marke. Wir haben hier einen sehr minimalistischen Flakon, was das Glas angeht. Schöner hölzerner Deckel, finde ich total schön. Tatsächlich sind die Düfte, je nachdem, um welchen es sich handelt, unterschiedlich aufgebaut von der Form des Deckels. Das werden wir uns gleich auch dann gemeinsam anschauen. Der ist aber auf jeden Fall bei jedem der Düfte ja, aus Holz, was ich schön finde als Materialmix. Und der allererste Duft, den ich dabei habe, ist der Luxuria von Memoirs London. Ja, und Luxus steckt irgendwie in diesem Wort ja schon mit drin von dem Namen, und ich finde, das passt auch ziemlich gut zu diesem Duft. Der Duft startet wirklich schon richtig schön süß, fruchtig, beerig. Wir haben hier eine schwarze Johannisbeere drin und eine Himbeere. Von Anfang an auf jeden Fall intensiv und süß. Ist für mich auch ein Duft, der eher so in die feminine Richtung geht. Vielleicht merkt man das auch schon, wenn wir jetzt über den Auftakt des Duftes reden, weil er einfach schon dieses fruchtig-süße mit drin hat. Der Duft startet eben mit diesem fruchtigen, süßen Mix, was dann aber schnell dazu kommt, sind auf jeden Fall schöne Blüten. Wir haben Ylang-Ylang, wir haben Tuberose, wir haben Maiglöckchen. Da kommt eben diese florale Note definitiv in den Duft mit rein. Das macht den Duft so ein bisschen voller, und ich finde tatsächlich auch, dass diese fruchtige Süße dadurch etwas eingefangen wird. Das heißt, am Anfang ist er schon wirklich super intensiv. Das rundet sich dann so ein bisschen ab, und was auch schön rauskommt im Verlauf, ist tatsächlich eine schöne Vanille, die sich aber nicht penetrant süß in den Vordergrund stellt, auf keinen Fall, die dem Duft aber so ein bisschen Tiefe gibt, die den Duft so ein bisschen abrundet und ganz, ganz leicht vanillige Noten auf jeden Fall mit reingibt. Ich finde, der Duft wird im Verlauf wirklich schön cremig, der wird immer runder. Wir haben hier Amber mit drin, wir haben Moschus nochmal mit drin. Das merkt man, also der wird wirklich so von der Textur, wenn man dran riecht, so ein bisschen cremig. Ich finde, der hat auch wirklich einen richtig schönen, eleganten Touch. Deswegen Luxuria, der Name passt wirklich perfekt zu diesem Duft, weil ich finde, er hat wirklich dieses Feminine, das ist Elegante, und ich finde, die Haltbarkeit und Silage von dem Duft sind wirklich, wirklich toll. Der ist am Anfang schon sehr intensiv. Ich finde, der entwickelt sich aber so ein bisschen geradliniger. Also der schreit nicht mehr komplett, aber er ist trotzdem richtig gut wahrnehmbar. Also damit fällt man auf jeden Fall auch auf. Ist ein Duft, der perfekt so in Herbst, Winter, aber auch in die wärmeren Monate passt. So im Hochsommer, an einem richtig heißen Tag, würde ich ihn wahrscheinlich nicht tragen, zumindest nicht tagsüber, vielleicht abends dann. Ansonsten ist er mir ein bisschen zu kräftig tatsächlich. Was vielleicht an dem Duft nochmal besonders ist, da kommt eine ganz leicht dezente Ledernote mit raus, die aber im Duftverlauf den Duft nicht überströmt. Also die steht auch nicht im Fokus, sondern die ist wirklich leicht dezent im Hintergrund. Ich finde, das ist aber eine ganz tolle Kombination tatsächlich. Und auch das führt für mich dazu, eben, dass der Duft so eine gewisse Eleganz auch bekommt. Ist ein Duft, den würde ich tatsächlich überall hintragen. Ich würde ihn mir jetzt, wenn ich ins Büro gehe, nicht frisch auftragen. Da ist er mir einfach ein bisschen zu intensiv tatsächlich. Ansonsten sehe ich aber keine Einschränkungen. Also ich würde den sowohl in der Freizeit tragen, ich würde den auch beim Weggehen tragen. Also ich finde, das ist so ein universell einsetzbarer Duft, würde ich jetzt mal sagen. Hat eben diese Eleganz, dieses Feminine, dieses Cremige, legt sich schön auf die Haut. Also ich finde, Luxuria ist wirklich richtig schön zu tragen. Wir kommen zum zweiten Duft, der meiner Meinung nach nicht ganz so intensiv ist wie der Luxuria, den wir gerade gerochen haben. Und zwar ist es Delicieux von eben Memoirs London. Und hier haben wir einen wirklich richtig Koralle würde ich jetzt mal sagen, korallfarbenen Flakon. Auch hier haben wir eben diesen holzernen Deckel obendrauf, aber eben in einer schönen geriffelten Form. Auch hier einfach ein bisschen schlicht gehalten. Natürlich die Farbe, die knallt schon ordentlich, und ich finde, die Farbe passt auch wirklich gut zu dem, was da mit drin ist. Ist eben, wie gesagt, ein bisschen leichter als der Luxuria. Und schon im ersten Riechen merkt man auch, der ist einfach ein bisschen leichter. Wir haben hier eine schöne
zitrische Note am Anfang, ohne dass es zu zitronig riecht tatsächlich. Ich weiß, es hört sich jetzt komisch an, aber ich finde, der Duft ist nicht so ein klassischer zitrischer Duft, das auf keinen Fall, das schon mal als kleiner Spoiler vorweg, sondern wir haben halt leichte, zitrische, frische Noten, die aber ganz schnell sich wegentwickeln. Diese zitrische Note am Anfang wird nämlich sehr schnell abgelöst durch eine wunderschöne Rose. Das heißt, du musst auf jeden Fall Fan von blumigen, süßen Düften sein, damit der Delicia dir auch gefallen könnte. Ja, schön blumig, schöne Rose, und was auch rauskommt, ist wieder, wie bei dem Luxuria davor, eine schöne Vanille. Rundet das Ganze schön ab, gibt eben nochmal eine schöne Süße nochmal mit rein. Also auch hier, der Duft geht eher so in eine blumig-süße Richtung, aber auch schön zu tragen und eben nicht ganz so intensiv. Der Moschus gibt wirklich ein schönes Bett in den Duft mit rein, macht den Duft rund, macht den so ein bisschen fluffig auch. Wirklich schön. Ich finde, der hat tatsächlich auch einen leicht cremigen Touch. Nicht so stark wie der Luxuria auf jeden Fall. Und warum der Duft einfach nicht ganz so intensiv ist, liegt auch einfach daran, dass diese Zitrusnote vom Anfang, die bleibt einfach im Hintergrund ein bisschen erhalten. Der Duft wirkt aber jetzt nicht zitrisch, aber er hat so eine leichte Frische eben dadurch mit drin. Ja, weswegen er einfach so ein bisschen abgeschwächt ist. Und was auch schön ist, ist, dass im Verlauf eine schöne Sandelholznote nochmal mit reinkommt. Ich finde, die sorgt auch immer dafür, dass der Duft nochmal so ein bisschen heller wird, so ein bisschen aufgelockert wird und einfach so ein bisschen, ja, eine andere Note nochmal mit reingibt. Und eben deswegen ist der Duft nicht ganz so schwer. Auch das ein Duft, den man perfekt so im Frühling tragen kann, im Herbst, im Winter, auch im Sommer. Aber auch hier für 40 Grad und tagsüber wäre er mir trotzdem auch ein bisschen zu intensiv. Also hier vielleicht auch wieder eher, wenn es ein bisschen abgekühlt ist oder an kühleren Tagen im Sommer, da auf jeden Fall. Ansonsten wäre er mir schon ein bisschen zu intensiv. Ein Duft, der eher in die feminine Richtung geht tatsächlich. Also ja, finde ich ein bisschen schwierig als Unisex zu beschreiben. Für mich eher feminin. Auch hier die Silage nicht ganz so stark wie bei dem Luxuria natürlich. Trotzdem aber wirklich wahrnehmbar. Und Haltbarkeit ist auch bei dem Duft wirklich richtig gut. Also das hat die Marke so allgemein, finde ich. Haltbarkeit, ja, kann man wirklich nicht meckern. Lasst uns zu einem Duft kommen, der einfach überzeugt mit einem wahnsinnigen Fruchtaufgebot. Also da sind so viele Früchte drin, auch exotische Früchte, dass der Duft auf jeden Fall, ja, richtig gute Laune erzeugt, richtig schöne Spritzigkeit mit sich bringt und, kleiner Spoiler, an zwei andere Top-Düfte so ein bisschen erinnert. Und zwar geht es um den Humanitas, schön in einem Weiß gehalten, auch hier weiß überzogen, das Holz im Deckel. Sehr schlicht gehalten auch wieder, wie die anderen Düfte eben auch. Und das ist wirklich ein Duft, wenn du an dem riechst, da bekommst du richtig gute Laune. Also der entführt dich wirklich in so eine kleine exotische Welt. Ups, wo bist du denn? Hier. Wahnsinn, im ersten Riechen sofort fruchtig, süß, der knallt richtig. Also mit dem, ja, im ersten Sprühen denkst du schon, boah, mit dem fällt mir richtig auf, und das ist definitiv der Fall. Und an wen der Duft mich erinnert, ist tatsächlich Erba Pura bzw. Kirke, zumindest im ersten Riechen. Aber man merkt auch gleich, dass der Duft im Gegensatz zu den beiden, wobei der Erba Pura von denen noch der intensivste ist, noch ein bisschen eine abgeschwächtere Version ist. Das heißt, wenn du Erba Pura und Kirke grundsätzlich magst und sagst, beide Düfte sind dir einfach zu intensiv, dann probier vielleicht mal den Humanitas von Memoirs London aus. Der ist ein bisschen abgeschwächter, ein bisschen gedämpfter. Nichtsdestotrotz startet er wirklich richtig, richtig fruchtig, spritzig, süß. Wir haben hier eine tolle Kombination aus ganz unterschiedlichen Früchten. Also auf jeden Fall ein Duft, ja, der knallt im ersten Riechen. Der Duft startet wirklich richtig schön mit Orange, Passionsfrucht und Pfirsich, also auch eben dieser exotische Mix. Und was dann sehr, sehr schnell dazu kommt, sind wirklich eine Vielzahl an unterschiedlichen Blüten. Und ich könnte jetzt gar nicht sagen, welche von diesen Blumen ich am meisten rausrieche, sondern wir haben dann wirklich einen Mix aus diesem fruchtigen, fast schon ein bisschen künstlichen, so wie man es eben von Kirke und Erba Pura ehrlicherweise auch kennt. Dann dieses blumige, süße, vollmundige nochmal mit rein. Und auch der Duft wird im Verlauf für mich schon auch etwas cremig. Also wir haben Amber, wir haben Moschus. Das führt natürlich dazu, dass es schön gebettet wird, schön wärmer wird. Ich muss aber tatsächlich sagen, ich habe bei dem Duft keine Einschränkung, auch was die Jahreszeit angeht. Dadurch, dass er einfach ein bisschen zurückhaltender ist als der Kirke oder auch der Erba Pura, kann man den meiner Meinung nach auch im Sommer tragen. Und der wird im Duftverlauf einfach so ein bisschen gedämpfter und schreit nicht mehr so ganz wie am Anfang. Das finde ich
wirklich richtig angenehm. Für mich ist das wirklich ein perfekter Alltagsduft und ich finde gerade diese Süße und auch die blumigen Noten werden eben durch diesen leicht holzigen Unterton auf jeden Fall noch so ein bisschen eingerahmt und eben in Zaum gehalten. Ist ein Duft, wo ich nicht sagen würde, dass es ein Frauenduft ist. Ich weiß nämlich auch, dass viele Männer auf Erba Pura oder auch den Kirke stehen und den total gerne auch gerade im Sommer tragen. Insofern würde ich jetzt mal sagen, der Humanitas ist auf jeden Fall ein Duft, der sowohl für Männer als auch für Frauen geeignet ist. Und ja, teste den doch einfach mal gerne auch als Alternative zu dem Erba Pura oder dem Kirke aus, wenn dir die einfach so ein bisschen zu extrem sind. Ich hoffe, dass auch für dich ein Duft dabei war von der neuen Marke, der dir gefallen könnte. Teste ihn doch gerne mal aus. Wir haben ja bei Parfori diese praktischen 8 Milliliter Größen, wo du quasi in einer Monatsprobe einfach mal probieren kannst, ob dir der Duft wirklich gefällt. Das ist einfach total praktisch. Ansonsten, wenn du den Channel noch nicht abonniert hast, mach das gerne. Aktiviere die Glocke, um keine neuen Videos zu verpassen. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn du mir erstmal einen Kommentar da lässt, wie dir die Düfte gefallen, ob du sie vielleicht schon kennst. Und ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.